Herzlich willkommen zu einer kleinen Bonusfolge heute am Samstag. Haben wir ja Samstag. Von Grusel mit mir. Ich habe einen neuen Kanal gefunden. Ich muss mal einmal gucken, wie der heißt. Ich nenne ihn ANOMALY. Also so steht es auch in Klammern. Es ist unaussprechbar. Es ist unaussprechbar. Ich schaue mir das jetzt nochmal an, wie der wirklich heißt. Anomaly. Ja, gut. Ist auf jeden Fall unten verlinkt, wie immer. Dann könnt ihr mal selber sehen. Ich hoffe, es ist sehr gut. Wie immer. Ich habe nur ein paar Vorschaubilder gesehen, als ich auf das Video mit der Maus. Sah ganz gut aus. Ich dachte, wir schauen mal rein. Wäre mal wieder ein neuer Kanal. Ja, deswegen jetzt viel Spaß und lasst uns da einfach überraschen, was vor Anomaly uns bietet. Viel Spaß. Ja, da haben wir 8 unerklärbare Bilder oder Fotografien aus dem Internet. Schauen wir mal rein. Anomaly. In the depths of the internet, many images remain lost, with no explanation. Many of them are mere creations or part of some old creepypasta. However, among these photographs, some are inexplicably real, and their origin, often distorted, is closer to everyday life than it seems. Here are 8 cases of visual records that defy all logic. Okay. Ja, er sagt halt auch, dass viele Bilder im Internet, viele gruselige Bilder halt zu Creepypastas gehören und auch gefaked sind und so weiter, ne? Und es gibt halt auch die anderen Bilder. Indien. 2001. In 2001, a strange recording from a security camera in a small warehouse in India appeared on television. It showed a woman in a corner with her legs covered in a strange mud, seemingly having a calm conversation with someone else in the room. Schlamm. This reportedly happened after an unprecedented heat wave that lasted only a couple of hours and was followed by heavy rain. Locals commented that part of the floor melted because some indoor rooms lacked air conditioning, causing an unnatural rise in temperature. Okay, also ein Hitzeanstieg für sehr kurze Zeit und das fing dann auch da an zu schmelzen und so weiter. With the sudden drop in heat, this turned into a grayish mass with dozens of holes, from which strange hissing sounds were said to emanate. Das sieht echt widerlich aus, ne? Also durch diesen Schmelzvorgang sind diese komischen Löcher entstanden und man hörte da auch Geräusche raus. Of this news that occurred in June, only these 2 records remain. Echt eklig, ne? Also jetzt noch nicht mal als gruselig. Mit den Geräuschen vielleicht schon, man hat es ja jetzt nicht gehört, aber diese Löcher sahen schon echt seltsam aus. Wie so Waben irgendwie, als wenn da so Viecher drin leben würden. Ein Leuchtturm, okay. In the region of central Jutland, north of Denmark, an event that still has no clear explanation occurred. Sailors and port workers have long known about many accidents happening during their workdays, and, along with the typical local legends, tales of ghosts and strange apparitions in industries, houses, and lighthouses are often recounted. However, these have never been captured on camera, and we only hear about them through stories. Ja, gibt's halt, gerade was auch Seefahrer angeht oder auch halt an so Küsten mit so Leuchttürmen und so, da gibt's halt viele Legenden und viele Geistergeschichten und so weiter, weil ja auch teilweise da Schiffe verunglückt sind und so weiter. Und da ranken sich halt viele Mysterien rum. Also das höre ich nicht zum ersten Mal, dass es verfluchte oder bespukte Leuchttürme gibt und so weiter, ne? In 2007, a man named Carl, on night duty in a lighthouse that was about to be demolished, captured the following photograph. Oh, hallo. Hallo, hallo, hallo. Da schaut hier einer runter. He claimed to have seen this shadow several times. Ja, es ist halt eine klassische Schattengestalt, ne? Pechschwarz. Pechschwarz.
Vor allem das Seltsame ist ja, dass sie so schwarz ist, weil wir sehen ja auch Farbaspekte da auf diesem Bild. Auch wenn wir mal oben gucken, ganz, ganz, ganz am Ende, ganz oben, da sieht man ja auch was Bräunliches. Dann haben wir unten schwarz und weiß und verschiedene Farbstufen. Also, wenn das ein Mensch wäre, der ist ja nicht so pechschwarz. Das geht ja nicht. moving quickly up and down the stairs and knocking things over. When he accidentally took the photo, he didn't notice anything at first. He said that when he took the picture, he initially saw nothing in it. Na, schau mal einer an. Nichts gesehen, als er es gemacht hat. Mississippi-Überflutung 1927. Aha. In the early 20th century, the United States experienced one of the greatest natural disasters in history. In 1927, over 600,000 people were severely affected by a flood, causing numerous human and financial losses for the country. Among the images that were preserved, one has caused great impact and disbelief, but many survivors claim it was real. Oh, wow. It shows a large animal found stranded and carried by some residents along the old streets. Also das sieht mir fast aus wie ein Wels. Ne? Und Welse können tatsächlich sehr groß werden, diese Fische. Sehr, sehr groß. Aber so groß. Ja gut, ne? Ich meine, ja, dieses Foto kann man natürlich auch faken, klar. Aber wenn man sich jetzt mal so ein bisschen ansieht, wir sehen ja auch unter dem Maul von dem Fisch, wie das Wasser da noch tropft oder dran spritzt. Und ich glaube schon, dass das echt ist. Ich meine, warum sollte es so einen großen Wels nicht gegeben haben? Ja, Which had become an extension of the mighty Mississippi River at that time. warum nicht? Die Bräute von Ecuador. In South America, black magic coexists with the Catholic religion in a strange way. Syncretism has led to various groups of believers who gather around pagan figures, indigenous and African rituals, and Christianity. In the town of Francisco de Orellana, Ecuador, in the most vulnerable areas, there are women known as the Brides of Manua. These women usually walk around permanently covered with purple cloaks, and no one knows their identity. Legends suggest that they could be zombies or bodies under some spell that makes them. Also so eine Art Nonnen, ne? Also da in Ecuador, in dem südamerikanischen Bereich, vermischt sich halt der christliche Glaube, also der katholische, mit heidnischen Glauben halt, ne? Voodoo und irgendwelche schwarze Magie und so weiter. Und das sind solche Art Nonnen, die halt in Lila herumlaufen und keiner kennt deren Identität. Und da ranken sich natürlich Legenden rum, was das sein soll oder wer das sein soll. Er sagt ja gerade wandelnde Leichen oder so. Ja. Immortal. Only one tourist managed to photograph them, as they are highly respected in the area and act as a channel between the mystical forces of the celestial and earthly world. The secrecy of this tradition prevents any tourist from learning more than their popular name. Ja, die gibt's ja halt, ne? UFO in Bolivien. Naja. This photograph has no major context. It was sent to the channel a month ago by a Bolivian user who claims to have photographed a massive UFO over the city of Cochabamba. Also das sieht mir auch nicht aus wie eine Drohne, ganz ehrlich. Ja, no. Das sieht schon aus wie ein massives Objekt. Aber das kann natürlich auch. Moment mal. Ich weiß nicht, könnt ihr hier meine Maus sehen? Hier links an dem Objekt, an der Scheibe, da ist ja der Baum. So, und wir sehen hier noch Teile vom Baum, die verdeckt werden von diesem Objekt. Das Objekt ist, was weiß ich, ein Frisbee oder einfach so eine Scheibe, die er da durch die Luft geworfen hat und fotografiert hat. Nee. Das ist nicht hinter dem Baum, das ist vor dem Baum und dann ist es ein kleines Objekt. Na. He also commented that in the Andean country, such sightings are common, more Das ist eine optische Täuschung.
Also das Ding ist nicht am Himmel, das ist viel, viel tiefer und viel, viel kleiner. Da wurde nur was in die Luft geworfen und fotografiert. Spectacular than anywhere else. However, due to the country's poverty and lack of resources, it is difficult to capture them through cameras. He mentioned that since 2015, these objects have been appearing in the skies without any intention of hiding from people. Tiere des indonesischen Waldes. Na dann. In the vast and remote forests of Indonesia, particularly in the region of central Borneo, enormous biological discoveries are still being made, both marine and terrestrial species. Ja, das sind halt diese großen Dschungel, die halt noch relativ unerforscht sind. Auch von der zivilisierten westlichen Welt halt unerforscht. Und da werden halt auch immer wieder neue Tierarten entdeckt. Ne? Das ist auch so. Das sind, ich glaube, im Jahr so an die 1000 oder so. Oftmals sind es nur neue Spinnen oder neue Schmetterlingsarten oder was auch immer. Also jetzt nichts Großes. Ne? One of these findings takes us back to 1952 when a group of explorers ventured to explore the island and encountered this strange creature, which they shot down without having the opportunity to study its behavior in life. Erstmal erschießen und dann studieren. In such areas, given the climatic conditions and the sparse human population, it is natural for animals as large as the one in the photograph to... Ja, aber nein, das ist eine Fälschung, garantiert. Bin ich mir fast sicher. Es gibt ähnliche Fotos, auch mit einem Pterodon aus den USA zur Bürgerkriegszeit. Also mit so einem Flugsaurier und so. Das sieht sehr realistisch aus, sehr gut. Das ist sowas Ähnliches hier. Das ist nicht echt. To develop. Halloween Party Stranger. Okay. In 1994, a group of friends celebrated Halloween night in Mexico City. As is tradition for this kind of celebration, everyone arrived in some sort of costume and gathered throughout the night. Miguel and Francisca, who were the hosts, took some photos of all their friends as they... Das ist aber nicht 94, ne? Das war so zu der Horror-Clown-Zeit, so 2016, 2017, ne? They arrived at the party. Everything went normally, as it should in such a celebration. However, when they developed the photos the next day, they noticed they had an uninvited guest that nobody remembered, and he had a peculiar costume. Curiously, not many people remembered him. Perhaps due to alcohol or some drugs, they might have overlooked this, but those who remember it claim to have seen a man. Boah, das war jetzt, Ei. With no arms and a very strange mouth wound who entered the house, rummaged through some things, and left without saying a word. Also den haben die vorher nicht gesehen auf dieser Party. Ohne Hände oder... Boah, war das ein widerlich. Was war es überhaupt für ein Kostüm? Was hat er sich verkleidet? Boah, ein irakischer Gefangener. Okay. In 2003, everyone Kann es noch schlimmer werden? remembers an event that marked the relationship between the West and the Middle East. With the United States invasion of the eastern country and the mass media coverage, as well as the first domestic exposure to the internet, millions of people witnessed the military operation that culminated in a war. Ja. Images of prisoners and horrors were Auch schon 20 Jahre her. seen worldwide. But of all these, only one caused a commotion years later with the advent of YouTube, from where a supposed video of a being captured in the Iraqi desert and held prisoner by the military was uploaded. There is no trace of the video, but there is a description and a few frames from the video. The description said, "It's like the body of a small man who is always in a praying position, but it doesn't actually have human features. It's all smooth, like a statue, but it breathes and sometimes seems to cry at night." Der Rake. Die haben Rake gefangen. Das ist ein Rake. Oder ein Alien. Hat Saddam damals Aliens gehabt? Ach, das war's schon. Ja. Ich muss mir ja erstmal noch von diesem Halloween-Bild holen, ganz ehrlich, ne? Boah, das hat mich ja eiskalt erwischt. Eiskalt. Und am Ende der irakische Rake auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht. Also vor Anomaly, wir schauen gerne nochmal rein. Und in der Beschreibung sind die ganzen Links zu dem Video und zum Kanal. Könnt ihr ja, wie gesagt, selber nochmal schauen, wie ihr ihn nennen wollt. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Adios.